Hallo David, wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich bin ein bisschen müde, aber motiviert. Ich wollte mit dir über unser Deutschlernen sprechen. Wie läuft dein Fortschritt? Es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe letzte Woche angefangen, jeden Morgen 30 Minuten Vokabeln zu wiederholen und kurze Sätze zu lesen. Ich merke, dass ich immer ein bisschen sicherer werde, aber manchmal fühle ich mich noch überfordert. Und bei dir? Ich mache Ähnliches. Jeden Abend höre ich einen kurzen Podcast auf Deutsch und versuche, möglichst viel zu verstehen. Anfangs verstehe ich vielleicht nur 20%, aber es wird langsam besser. Außerdem schreibe ich mir neue Wörter in ein Notizbuch. Ich versuche dann, diese neuen Wörter in kurzen Sätzen zu verwenden. Das klingt wie eine gute Strategie. Ich habe auch gehört, dass es sinnvoll ist, deutsche Serien oder Filme mit Untertiteln zu schauen. Hast du das schon probiert? Ja, ich schaue manchmal eine Serie namens Easy German auf YouTube. Die sprechen recht langsam und deutlich und man kann die Untertitel auf Deutsch sehen. Das hilft mir, das Gesprochene mit dem Geschriebenen zu verknüpfen. Auch wenn ich nicht alles verstehe, sehe ich Zusammenhänge. Ah, Easy German kenne ich. Die machen Straßeninterviews in Berlin, oder? Ich finde es interessant zu sehen, wie echte Muttersprachler sprechen. Manchmal sind Redewendungen dabei, die in Lehrbüchern nicht vorkommen. Das ist authentisch. Genau. Das ist sehr motivierend, weil ich dann Wörter oder Ausdrücke lerne, die im Alltag verwendet werden. Außerdem ist es gut, verschiedene Stimmen und Akzente zu hören. Ich will nicht nur die Sprache von Lehrbuchdialogen kennen. Ich stimme dir zu. Ich versuche auch ein bisschen auf Deutsch zu denken. Zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, sage ich mir im Kopf, ich stehe auf. Ich gehe in die Küche. Ich mache mir einen Kaffee. So gewöhne ich mich daran, einfache Sätze im Alltag zu formulieren. Gute Idee. Das ist wie ein innerer Dialog auf Deutsch. Vielleicht könnte ich das auch machen. Beim Einkaufen. Ich brauche Brot und Milch. Wo ist der Käse? Auf diese Weise wird Deutsch ein Teil meines Alltags. Genau. Und was ist mit Grammatik? Fällt es dir schwer, die Artikel und Fälle zu lernen? Ja, die Fälle sind anfangs ziemlich verwirrend. Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv. Und dann muss man noch wissen, ob ein Wort maskulin, feminin oder neutral ist. Ich versuche jedes Wort gleich mit seinem Artikel zu lernen. Zum Beispiel nicht nur Buch, sondern das Buch. Ich mache das auch so. Ich habe gehört, es ist besser, die Wörter immer mit Artikel und vielleicht auch in der Pluralform zu lernen. Also das Buch, die Bücher, der Tisch, die Tische, die Lampe, die Lampen. Dann bleibt es besser hängen. Ja, das ist sinnvoll. Und ich versuche, viele Beispielsätze zu bilden, um die Grammatikregeln besser zu verstehen. Zum Beispiel, um den Akkusativ zu üben, denke ich kaufe einen Apfel, ich sehe den Hund, ich lese das Buch. So sehe ich die veränderten Artikel im Kontext. Sehr gut. Und wie machst du das mit dem Wortschatz? Ich benutze manchmal Karteikarten, Flashcards. Ich schreibe das deutsche Wort auf die eine Seite und die Übersetzung auf die andere. Dann übe ich immer wieder, bis ich das Wort sicher kann. Flashcards sind klasse. Ich verwende eine App auf meinem Handy, Anki oder Quizlet. Da kann ich meine Wortlisten speichern und jeden Tag ein paar Minuten wiederholen. Außerdem suche ich nach Synonymen oder setze die Wörter in Sätze, damit ich nicht nur auswendig lerne, sondern auch den Kontext verstehe. Ich habe auch festgestellt, dass es hilft, wenn ich neue Wörter sofort anwende, vielleicht in einer kurzen Nachricht an einen Tandempartner. Kennst du Tandem-Apps, um mit Muttersprachlern zu schreiben? Ja, ich habe Tandem und HelloTalk ausprobiert. Ich habe eine Partnerin aus Hamburg gefunden, die mir manchmal auf Englisch erklärt, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Es ist ganz gut, ab und zu auch Englisch zur Klärung zu nutzen, um Missverständnisse zu vermeiden. Aber wir versuchen, den Hauptteil auf Deutsch zu kommunizieren. Das ist praktisch. Ein bisschen Englisch ist okay, um die Bedeutung schnell klarzumachen.
Ich versuche aber auch, so wenig wie möglich auf Englisch zurückzugreifen. Es ist zwar verlockend, aber wenn ich zu oft Englisch verwende, denke ich, verliere ich die Chance, mich ins Deutsche hineinzudenken. Da hast du recht. Man sollte versuchen, um die Ecke auf Deutsch zu denken. Aber am Anfang ist es normal, manchmal in Englisch oder sogar in unserer Muttersprache zu übersetzen. Hauptsache, mit der Zeit wird das weniger. Genau. Und was machst du, wenn du ein Wort gar nicht verstehst? Benutzt du Online-Wörterbücher? Ja, ich benutze Leo oder Dict.cc. Die sind gut, weil sie viele Beispiele geben. Außerdem finde ich Bilder ganz hilfreich. Wenn ich nicht weiß, was der Kühlschrank ist, schaue ich mir einfach ein Bild an. Dann verbinde ich das deutsche Wort gleich mit dem Objekt. Das ist clever. Visuelle Assoziationen helfen, die Sprache direkter zu lernen, ohne immer in die Muttersprache zu wechseln. Ich lese auch manchmal einfache Texte, vielleicht Kinderbücher oder leichte Nachrichten auf Webseiten wie Nachrichten leicht. Stimmt, Nachrichten leicht ist super. Dort werden aktuelle Themen in einfacher Sprache erklärt. So übe ich nicht nur die Sprache, sondern lerne auch etwas über das, was in Deutschland, Österreich oder der Schweiz passiert. Das gibt mir einen kulturellen Kontext. Kultureller Kontext ist wichtig. Sprache ist ja nicht nur Vokabeln und Grammatik, sondern auch Mentalität, Gewohnheiten, Humor. Ich finde es spannend, etwas über traditionelle Feste in Deutschland zu lernen, wie Weihnachten, Ostern oder das Oktoberfest. Ja, und auch über das deutsche Essen. Weißt du, was Sauerkraut ist? Es ist ein typisch deutsches Gericht, sehr bekannt im Ausland. Oder Bratwurst. Wenn ich diese Wörter lerne, habe ich sofort ein Bild im Kopf, vielleicht auch einen Geschmack. Das macht Spaß. Klar, Sauerkraut kenne ich. Es schmeckt ein bisschen sauer, aber mit einer guten Wurst ist es ganz lecker. Solche kulturellen Bezüge machen das Lernen lebendiger. Was machst du, wenn du frustriert bist? Manchmal habe ich das Gefühl, ich mache keine Fortschritte und werde ungeduldig. Ich kenne das Gefühl. Wenn ich frustriert bin, versuche ich, kleine Erfolge zu feiern. Zum Beispiel, wenn ich einen Satz ohne Hilfe bilden kann oder wenn ich eine kurze Nachricht verstehe, freue ich mich darüber. Ich erinnere mich daran, dass es Zeit braucht, eine Sprache zu lernen. Niemand wird über Nacht fließend. Stimmt, Geduld ist wichtig. Außerdem kann ich manchmal meine alten Notizen anschauen und sehen, wie wenig ich früher wusste. Dann merke ich, dass ich heute schon viel mehr kann. Das motiviert mich. Genau. Und Abwechslung ist auch wichtig. Wenn ich einen Tag keine Lust auf Grammatik habe, dann schaue ich lieber ein kurzes Video oder lese einen Witz auf Deutsch. Hauptsache, ich habe jeden Tag ein bisschen Kontakt mit der Sprache. Ja, einen Tag ein bisschen. Selbst 10 bis 15 Minuten sind besser als gar nichts. Dadurch bleibt die Sprache präsent. Übrigens, hast du schon mal versucht, deutsche Musik zu hören? Oh ja, ich höre manchmal deutsche Lieder. Zum Beispiel Die Fantastischen Vier oder Wir sind Helden. Auch deutsche Popmusik oder alte Schlager. Wenn ich ein Wort öfter höre, schaue ich nach, was es bedeutet. Außerdem bleiben Melodien und Refrains leicht im Kopf. Gute Idee. Musik kann auch helfen, die Aussprache und Betonung zu verbessern. Manchmal singe ich leise mit. Das ist vielleicht lustig, aber es kann nützlich sein. Absolut. Und wenn man Glück hat, findet man auf YouTube auch Liedtexte, Lyrics. Dann kann man den Text mitlesen und versteht mehr. So wird aus Lernen etwas Unterhaltsames. Was hältst du davon, ab und zu deutsche Redewendungen zu lernen? Ich habe neulich "Ich drücke dir die Daumen", I keep my fingers crossed, gelernt, was ungefähr bedeutet, ich wünsche dir viel Glück. Oh, das ist eine schöne Redewendung. Solche Ausdrücke machen die Sprache lebendiger. Auf keinen Fall! No way! Das ist mir Wurst. It's all the same to me. Diese idiomatischen Wendungen zeigen, wie die Leute wirklich sprechen. Genau. Aber ich versuche, mich nicht zu überfordern. Erst die Basis aufbauen, dann langsam mehr Redewendungen einbauen. Ich möchte vermeiden, von Anfang an zu viele komplizierte Ausdrücke zu lernen. Richtig. Erst eine solide Grundlage schaffen.
Wenn man ein gewisses Level erreicht hat, kann man sich solche Extras gönnen. Es ist wie beim Hausbau. Erst das Fundament, dann die Dekoration. Ein guter Vergleich. Ich denke, wir müssen einfach dranbleiben. Das Wichtigste ist, dass wir regelmäßig üben. Ich habe mir als Ziel gesetzt, in 6 Monaten kurze Gespräche führen zu können. Das klingt realistisch. Mit täglichem Üben, etwas Grammatik, etwas Lesen, etwas Hören und vielleicht einem Tandempartner wirst du sicher in 6 Monaten schon gute Fortschritte machen. Hast du übrigens schon mal versucht, ein einfaches Kinderbuch auf Deutsch zu lesen? Noch nicht, aber ich habe darüber nachgedacht. Kinderbücher sind oft in einfacher Sprache geschrieben. Ich kann so vielleicht neue Wörter lernen, die auch im Alltag vorkommen. Hast du eins zu empfehlen? Vielleicht etwas ganz Klassisches wie Die kleine Raupe Nimmersatt, The Very Hungry Caterpillar auf Deutsch. Es ist sehr einfach, aber so hast du ein Gefühl für die Sprache. Oder kurze Geschichten von Janosch, die sind auch nett und nicht zu schwierig. Gute Idee. Ich werde in der Bibliothek oder online danach suchen. Das motiviert mich, weil es ein Erfolgserlebnis ist, wenn ich ein ganzes Buch, auch wenn es kurz ist, verstanden habe. Genau. Und wenn wir mal gar keine Motivation haben, können wir uns gegenseitig motivieren. Vielleicht können wir einmal pro Woche zusammensitzen und über unsere Fortschritte sprechen oder uns gegenseitig ein paar Wörter beibringen. Das wäre super. Eine Art Lernpartnerschaft. Wir könnten uns eine Liste von 5 neuen Wörtern pro Woche geben und dann versuchen, sie beim nächsten Treffen in Sätzen zu verwenden. Genau. Und wenn wir Fragen haben, können wir sie gemeinsam klären. Zum Beispiel, warum heißt es der Tisch und nicht die Tisch? Auch wenn es manchmal willkürlich ist, können wir zumindest darüber sprechen und uns gegenseitig Tipps geben, wie wir uns das besser merken. Klingt nach einem Plan. Und wenn wir etwas Größeres erreicht haben, zum Beispiel ein halbes Jahr erfolgreich gelernt, könnten wir uns auch belohnen. Vielleicht etwas Leckeres kochen, am besten ein deutsches Gericht, um die Kultur noch näher kennenzulernen. Ja, oder wir könnten versuchen, einen kleinen Ausflug nach Deutschland oder Österreich zu machen, wenn das möglich ist. Dann hätten wir die Gelegenheit, unsere Sprachkenntnisse direkt vor Ort anzuwenden. Das wäre ein riesiger Motivationsschub. Auf jeden Fall. Aber Schritt für Schritt. Erstmal weitermachen wie bisher. Jeden Tag ein bisschen lernen, Spaß dabei haben und nicht aufgeben. Dann wird sich der Erfolg einstellen. Ja, wir sollten geduldig und optimistisch bleiben. Ich merke schon jetzt, dass wir beide motiviert sind. Das ist ein gutes Zeichen. Absolut. Ich freue mich darauf, in ein paar Monaten zurückzuschauen und zu sehen, wie viel wir gelernt haben. Ich bin mir sicher, wir werden Fortschritte sehen. Bestimmt. Dann sage ich mal, weiter so. Wir schaffen das. Ich drücke dir die Daumen. Danke, Anna, ich dir auch. Let's do it. Lass es uns tun. Genau, let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut.